Today's reading is Hegel's Phenomenology of Spirit, translated by A.V. Miller. This is the Oxford University Press edition, paragraph 3 of the Preface. Demanding and supplying these superficial explanations passes readily enough as a concern with what is essential. Where could the inner meaning of a philosophical work find fuller expression than in its aims and results? And how could these be more exactly known than by distinguishing them from everything else the age brings forth in this sphere? Yet, when this activity is taken for more than the mere beginnings of cognition, when it is allowed to pass for actual cognition, then it should be reckoned as no more than a device for evading the real issue, die Sache selbst, a way of creating an impression of hard work and serious commitment to the problem, while actually sparing oneself both. The real issue is not exhausted by stating it as an aim, but by carrying it out, nor is the result the actual whole, but rather the result together with the process through which it came about. The aim by itself is a lifeless universal, just as the guiding tendency is a mere drive that as yet lacks an actual existence. And the bare result is the corpse which has left the guiding tendency behind it. Similarly, the specific difference of a thing is rather its limit. It is where the thing stops, or it is what the thing is not. This concern with aim or results, with differentiating and passing judgment on various thinkers, is therefore an easier task than it might seem, for instead of getting involved in the real issue, this kind of activity is always a way beyond it. Instead of tearing with it and losing itself in it, this kind of knowing is forever grasping at something new. It remains essentially preoccupied with itself instead of being preoccupied with the real issue and surrendering to it. To judge a thing that has substance and solid worth is quite easy. To comprehend it is much harder, and to blend judgment and comprehension in a definitive description is the hardest thing of all. Here's the German. Die Forderung von dergleichen Erklärungen sowie die Befriedigungen derselben gelten leicht dafür, das wesentlich zu betreiben. Worin könnte mehr das Innere einer philosophischen Schrift ausgesprochen sein, als in den Zwecken und Resultaten derselben, und wodurch diese bestimmter erkannt werden, als durch ihre Verschiedenheit von dem, was das Zeitalter sonst in derselben Sphäre hervorbringt. Wenn aber ein solches Tun für mehr als für den Anfang des Erkennens, wenn es für das wirklich Erkennen gelten soll, ist es in der Tat zu den Erfindungen zu rechnen, die Sache selbst zu umgehen und dieses beides zu verbinden, den Anschein des Ernstes und Bemühens um sie und die wirkliche Entsparung derselben. Denn die Sache ist nicht in ihrem Zwecke erschöpft, sondern in ihrer Ausführung. Noch ist das Resultat das wirkliche Ganze, sondern es zusammen mit seinem Werden. Der Zweck für sich ist das unlebendige Allgemeine, wie die Tendenz das bloße Treiben, das seine Wirklichkeit noch entbehrt, und das nackte Resultat ist der Leichnam, der die Tendenz hinter sich gelassen. Ebenso ist die Verschiedenheit vielmehr die Grenze der Sache. Sie ist da, wo die Sache aufhört, oder sie ist das, was diese nicht ist. Solche Bestimmungen, solche
Bemühungen mit dem Zwecke oder den Resultaten sowie mit den Verschiedenheiten und Beurteilungen, Beurteilungen des einen und des anderen sind daher eine leichtere Arbeit, als sie vielleicht scheinen. Denn statt mit der Sache sich zu befassen, ist solches Tun immer über sie hinaus. Statt in ihr zu verweilen und sich in ihr zu vergessen, greift solches Wissen immer nach einem anderen und bleibt vielmehr bei sich selbst, als dass es bei der Sache ist und sich ihr hingibt. Das Leichteste ist, was Gehalt und Gediegenheit hat, zu beurteilen, schwerer, es zu fassen, das Schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen.